Liebe Steinefreunde, willkommen zu einem neuen Star aus dem Herzen des Schweins aus der wunderschönen Stadt Sofien. Und heute präsentiere ich euch, wie ich diesen Felsen bauen aus Ikea. Natürlich, ich habe zwei, ich habe Platten von OpenBrick, ich habe hier Steine von AliExpress, ich habe hier auch Felsen, ich habe Mauer, ich habe viele weiße Steine und Platten und so weiter. Ja, wie das jetzt wird, das werdet ihr sehen in diesem Video. Es wird groß. Und wird es großartig? Ich weiß es nicht, aber ich freue mich, euch es zu zeigen, zu bauen. Natürlich, ihr könnt schauen und vielleicht auch ein bisschen staunen. Ich hoffe es. Am Schluss werde ich euch dann ein paar Tipps noch geben. Ja, wie man das baut. Natürlich vom Steinemeister persönlich. Ja, und jetzt nicht lange werden, sondern gleich bauen, damit ihr könnt schauen. Los! Liebe Steinerfreunde, ja, jetzt baue ich das Ganze auf, hinter die Ikea-Schachtel, unten dran die Platten von OpenBricks und dann werde ich die AliExpress Bergstücke da verbauen. Die Slopes kommen auch dazu und schon bauen wir das nach oben. Und dann auf der Seite bauen wir dann den Aufgang, der geht sehr rackzucker nach oben. Ja, das ist halt so. Das muss so sein, weil man will ja, dass die Leute, wenn sie in die Burg wollen, nicht einfach darauf laufen können, sondern ein bisschen Mühe haben. Ja, das ist halt so. Und dann ist das fertig, das erste, dann bauen das nächste, da natürlich das gleiche. Da wieder die Grundelemente, wie das Slopes in verschiedenen Farben und so weiter, damit man das so bauen kann. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was will ich da bauen? Jetzt habe ich da eine Rampe. Da kommt man nicht einfach hinauf mit einem Pferdchen. Ja, ein Pferdchen. Da fehlt ein Rädchen. Ja, und da habe ich mir überlegt, ja, da könnte ich ja was machen, weil ich habe ja Martin Schmiede gekauft, ja, von Ximbau. Und das hatte ich schon in der Idee gehabt, das so zu machen, dass ich dort einen mittelalterlichen Aufzug gestaltet. Aber vorher wird natürlich das Ganze noch schön gemacht und da sieht man schon die Mühle. Die Mühle treibt diesen Aufzug an und da habe ich die Martin Schmiede, die baue ich auseinander. Leider die Technikteile nicht so wunderbar. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich wollte es mir eigentlich so bauen und ich dachte, das ist alles robust und ist gut. War es halt nicht, aber ich habe gesagt, nee, da musst du durch, Steinemeister, das bauen wir jetzt und es ist ein Displaymodell. Und dann haben wir natürlich diesen Lift und der Lift ist groß, da hält ein Pferd drauf, das kann man draufheben und dann kann man in die Burg rein mit dem Pferdchen und da kommen noch Nahrungsmittel rein und der König geht da rüber und so weiter. Der geht nicht auf der anderen Seite, das ist ja nur, um die Feinde wegzuhalten. Ja, das ist doch cool zusammengebaut. Ich hab's gebaut, ihr habt geschaut. Es ist doch wunderbar. Dieser Star ist da. Ja, dieses Diorama. Ich find's einfach super, was ich da rausgebaut habe. Ich habe hier einen Aufgang gebaut. Dann habe ich die Pflanze, der Baum gebaut, der windliche Baum mit Eiszäpfen auf der Seite. Ja, weil es sehr kalt ist. Dann der Tell, der den Walter wegschießt. Nein, natürlich nicht die Rübe, sondern den Apfel. Den grünen Apfel. Ja, im Winter. Komisch, aber ist so. Müssen wir nicht überlegen. Ist einfach so. Dann haben wir hier die Knappen, die Ritter. Und wir haben hier einen Aufgang. Und was ich ganz stolz bin, ist dieses. Ich habe hier nämlich so eine Zugkraftmaschine gebaut wie im Mittelalter. Das kann man nach oben setzen. Aber keine Angst. Es kann nicht das Ganze nach oben setzen, weil ich habe es hier von Ximbau. Viele haben gesagt, Steinemeister, warum zeigst du dieses Set? Das Set von Martin Schmiede, das gibt es doch nicht mehr. Doch, es ist noch kaufbar bei Bluebricks und ich habe die besten Steine rausgenommen. Aber auch mit diesen Steinen kann ich leider nicht dieses gut befestigen. Das ist zu lose.
Aber ich wollte es eigentlich so etwas bauen. Jetzt seht ihr, ich werde natürlich auch gewisse Dinge von dem in der Burg verbauen, die ich dann oben dran baue. Ja, so ist es. Ich kaufe mir nicht Sets, weil ich sie nicht gut finde, sondern ich kaufe mir Sets, weil ich daraus etwas bauen will. Einfach nur für alle Leute, die denken, ich mache da nur Videos, um da einem bisschen zu sagen, nein, so ist es nicht gut. Nein, das mache ich nicht. Das ist nicht meine Art. Ich kaufe mir das, was mir gefällt und dem Schmied hat mir gefallen und das Design ist ja super. Ich kann ja nichts dafür, dass die Klemmkraft nicht schlecht ist und dass die jetzt besser ist, aber kauft dieses Set nicht mehr. Es gibt bessere Sets. Gemäß den Informationen gibt es eine Serie und da sind viel bessere Sets als diese Schmiede dabei. Also von dem her kein Problem. Aber ich kann jetzt das auseinandernehmen und euch das ein bisschen zeigen. So ist das rein. Gehe ich da auf die Seite. Das zeige ich euch. Das hat einfach hier einen Aufgang und dieser Aufgang ist brutal steil. Und das ist so gebaut, dass wir hier keine Treppen haben, sondern wir haben hier halt die Fliesen. Ja, warum ist das so? Wenn da ein Angriff kommt gegen die Burg, kein Problem. Dann kann man hier Seife drauf tun. Ich weiß nicht, ob sie Seife gehabt haben oder dann Pech oder irgendetwas, Mittel, Schmiermittel und so weiter. Und dann kommen die Ritter hier nicht drauf und spurzen dann die ganze Zeit runter und können dann die Ritterburg gar nicht stürmen. Und über das Wasser, das ist saukalt und dann darüber ist die Burg natürlich super geschützt. Ja, das war früher ganz wichtig. Die Burgen mussten geschützt sein. Ja, so ist es. Aber da sind da zwei draufgekommen, die sind da mühsam hier raufgelaufen und so weiter und sind jetzt oben angekommen und können dann über die Zugbrücke rein in die Burg kommen. Die Zugbrücke müsst ihr vorstellen, hinterher haben wir die IKEA Ding. Ja, das ist so. Ich kann das noch zeigen. Ich mache das mal auf die Seite hier, die Schmiede, und zeige euch das, wie das ist. Nicht dieses hier, sondern dieses. Und das kommt dann so runter hier. Das kommt dann so drauf. Und dann die gute Platte von Open Brick Source. So, ist nämlich so eine Platte, wie man es hat. Und so funktioniert das sehr gut. Also wenn ihr die normalen Lego Grundplatten nehmt, dann funktioniert das nicht. So funktioniert das perfekt. Das hält, das ist die richtige Größe. Darum habe ich hier diese Platten runtergetan. Hier drauf. Natürlich könnt ihr die Grundplatten aufnehmen und dann wäre auch die gleiche Größe. Natürlich. Ja, zwei Grundplatten. Aber ich fand es mit dem besser und es hält auch gut und dieses ist natürlich perfekt. Also, so wird es reingetan. Was ich auch gemacht habe, ist eben hier, seht ihr, das hier drauf. Und das Coole ist, ihr könnt hier natürlich für Eltern, ihr könnt hier auch die Figuren reintun. Dann kann man spielen und dann wieder versorgen. Es einfach reintun. Ja, super. Kommt hier runter. Das ist eben diese Platten von Open Brick Source. Die ist knoppbar. Da kann ich unten dran auch Verstrebungen drauf tun. Das ist das Vorteil, ich kann hier Verstrebungen drauf tun, dann habe ich hier unten dran eine viel bessere Kraft und das hält dann auch so zusammen. Also unten dran werde ich das dann natürlich verstreben, dass mir das Ganze drauf und dann kann das hier rauf hin und dann kann nichts passieren. Nein, so ist es. So, innen dran natürlich Kalk, so wie man es kennt, Felsen, Gesteine und wenn ihr so Felsen bauen wollt, ich habe ein Video gemacht, da habe ich die Felsen vorgestellt, wie sie baut, aber ich habe hier jetzt einfach in dunkelgrau, hellgrau, dunkelgrau das Ganze verwendet und dann habe ich noch zusätzlich noch Slopes, kleine 1x1 Slopes drauf getan in weiß und hier noch ein bisschen weiß reingetan, weil der Schnee, der hält nicht halt den Felsen, habt ihr schon vielleicht gesehen, aber natürlich dort, wo es dann auch feste Plätze hat. Ja. Darum ist es hier immer wieder ein bisschen weiß. Ja, so ist das Ganze. Cool. Also, aber das ist eigentlich noch eine einfache Sache. Hier das, sondern wir kommen jetzt zum Kunstwerk. Dieses Kunstwerk habe ich hier gebaut. Und dieses Kunstwerk ist einfach grandios. Das ist doch super. Ich habe hier mal einen Baum gebaut. Da braucht ihr normale Blätter, weiße natürlich, im Weiß.
Das sind White Plant Leaves. Leaves heißt Blätter. Und dann habt ihr hier so ein Turmspitz. Und das ist Weepon Spur Tip with Fins. Ja, so heißt das Teil. Und das ist hier reingetan und das soll dann so etwas sein, wie es hier natürlich ein bisschen kalt war. Und dann ist das gefroren und dann geht es nach unten. Das sieht doch super aus mit diesem. Ja, einfach ein Steinbaum. Ich habe den von Wilhelm Tell genommen, Wilhelm Tell, und dann habe ich da noch die Ritter dazu getan. Da diese hier kann ich nach vorne tun. Ich weiß nicht, ob das besser sieht nach hinten oder nach vorne. Ja, nach hinten sieht es besser aus. Hä? Machen wir es nach hinten. Der hat keiner. Ha, hat er verloren. Ja, egal. So ist es. Die bewachen das Ganze und ich habe hier eine Zugmaschine, weil es eben oben dran so Stein ist mit dieser Treppe, mit dieser da. Hier, müsst ihr euch vorstellen, da kommt man nicht gut rauf. Kann ich sie dazu tun. So, zumachen. Da kommt er nicht drauf. Gut, das Pferd. So, dann hat es hier eine Zugmaschine und mit der kommt man rein. Das habe ich jetzt von der Schmiede von Blue Bricks im Bau genommen und es ist wirklich nicht so ganz stabil, wie ich mir das vorstelle, damit das dann Ganze funktionieren würde. Aber es ist ein Diorama und Diorama ist kein Problem. Das muss nicht festhalten. Was ich geschaut habe, ist natürlich im Internet, wie das so gebaut ist. Hinter dran seht ihr noch Steine, das Ganze. Und es geht am Wasserfall. Ich nehme sie raus. Aus dem Haus, da. Und da seht ihr, da hat es hier da kommt Wasser raus, aus dem Berg. Das ist natürlich super, eine mittelalterliche Burg zu haben und obendran hat das Wasser. Dann kann man das Wasser rausholen und hier kommt Wasser raus in den Wassergraben. Das war natürlich die perfekte Stelle für eine Burg zu bauen. Dann seht ihr hier, da gibt es hier die ganzen Dinge. Da habe ich auch geschaut, dass hier eben keine Kanten ist, sonst reißt das Seil. Das ist nicht gut, wenn das Seil reißt. Dann habe ich hier natürlich das geschützt. Hier von der mittelalterlichen Burg von Lego das Teil auch genommen. Von Ximbauer, die Figuren, die ich euch gezeigt habe, den Baum und dann hier das reingetan. Zum Bauen hier von diesem Set ist es eigentlich einfach. Da kommen hier solche Technikstangen rein. Dann hier auch diese Verstrebung. Dann hinten dran einfach ein Pin rein mit einem Loch. Dann kann man es hier rein tun. Und dann Wasserrad. Und dann ist es gebaut. Und ich habe unten dran noch etwas reingetan, damit das hier auch ein bisschen hält. Dann habe ich ihn aufgemacht. Der ist eben nicht in weiß. Zuerst dachte ich, das muss in weiß sein, aber der wurde geputzt, damit das Pferd hier auch raufgehen kann. Ja, weil sonst fällt das plötzlich runter. Wäre nicht gut, wäre nicht cool. Und dann natürlich der Wilhelm Tell. Ich zeige euch das noch ein bisschen in der Nähe. Seht ihr es noch besser? Ich finde die Szene super. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Und hinterher natürlich der Hügel. Und der Wilhelm Tell. Und da haben sie eben auch, bewachen sie, ob der das dann abschießt. Natürlich, der ist jetzt nicht weit weg. Ja, von dort zu schießen, natürlich einfacher. Aber vielleicht war es noch so. Ach, ich weiß es nicht. Und vielleicht war es auch im Winter. Im Winter, wo es kalt war, weil in der Schweiz ist da immer wieder auch kaltes Wetter. Ja, ist so. Und eben, da seht ihr noch das. Nochmal. Da seht ihr leider diesen blauen Pin, der rauskommt. Damit sieht man, dass es von Lego ist. Und dann sieht man hier, und was ich gemacht habe, die Stromschwellen, ich habe hier immer wieder solche Slopes reingetan, damit das Ganze so aussieht, damit dir das Wasser, das fließt eben von hier auf diese Seite. Ja, so kommt das zu. Jetzt ist true, jetzt ist es zusammen. Ich weiß nicht. Wie gefällt euch das? Und seid ihr gespannt, wie es weitergeht, weil ich werde jetzt auf diesen hier, da habe ich viel Platz. Ich habe 2 von diesen. Ja, 2 von diesen. Ich werde auf diesen Platten jetzt eine Burg bauen. Ja, eine große Burg, die kommt hier rauf. Und dann habe ich etwas natürlich, wo man auch spielen könnte und so weiter. Es kommt natürlich in meine Stadt und ich freue mich schon, das euch zu zeigen.
Ja, so ist es. Jetzt habe ich schon wieder viel geplappert und geredet. Ja, wenn ihr natürlich schauen möchtet, die Schmiede von Ximbauer mit den Techniksteinen, die nicht halten, dann schaut hier oben natürlich rein. Es wird natürlich auch die Vorstellung gewesen sein von der nicht der Ximbauer, sondern Human Enlightened Burg, die ich euch vorgestellt habe. Dann schaut hier oben. Und natürlich, wenn ihr die Lego-Burg super findet, dann hier auch noch. Ja, alles wird geboten. Ihr könnt alles noch nachschauen, wenn ihr das noch nicht geschaut habt. Weil ihr werdet im nächsten Video sehen, dass ich aus diesem Set etwas Neues baue. Ja, ich freue mich, wenn ihr könnt schauen und wenn ihr könnt frohlocken. Es haut euch vielleicht aus den Socken. Ich bin gespannt. Ja, und jetzt mit einem schönen Gruß zurück an euch. Danke fürs Zuschauen und bis das nächste Mal, wenn es wieder heißt, beim Steinermeister wird's heiß oder kalt. Egal. Ich sage jetzt Halt und Stopp. Das Video ist zu Ende. Leider. Muss mal was zu Ende sein. Merci. Danke.